Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem Tutorial hier. Hier möchte ich euch eine KI vorstellen, die heißt Bard und die ist von Google. Ich habe, was ChatGPT angeht und so weiter, bisher eigentlich das links liegen lassen. Ähm, Gründe dafür sind, es hat mich nicht so super interessiert und mir hat auch die Finanzierung durch Elon Musk da nicht so ganz behagt, sage ich mal ganz einfach. Nun ist Google nicht unbedingt so viel besser, das heißt, die Leute, das ist halt auch ein riesen Konzern, ähnlich wie die Konzerne von Elon Musk. Ähm, aber ich habe da trotzdem ein besseres Gefühl. Ich nutze ja auch YouTube und ich bin vor allen Dingen, ich bin deshalb auf Bart gestoßen, weil YouTube mir halt eine Einladung gesendet hat. Ich soll doch Bart mal ausprobieren. Und das habe ich dann gemacht und ich war wirklich positiv überrascht. Ich habe mir hier die erste Frage, die ich gestellt habe, die habe ich mir hier in die Zwischenablage gelegt, damit ich die einfach nochmal stellen kann. Und zwar habe ich gefragt, mit welchen elektronischen Bauteilen kann ich günstig eine kleine Höhenänderung messen? Dazu folgendes, also einmal bart.google.com ist die Webseite und ihr müsst euch dann dort, ihr müsst ein Google-Konto haben, also ein YouTube-Konto, dann habt ihr auch ein Google-Konto und dann müsst ihr euch da wahrscheinlich irgendwie registrieren, müsst ein paar Sachen, Häkchen machen und dann könnt ihr das auch nutzen. So, jetzt gebe ich diese Frage mal hier ein. Bart zeigt dann immer hier mit diesem drehenden Stern an, dass er und dann macht er hier eine Antwort und meldet, dass man das mit dem Ultraschallsensor machen kann. Okay, an den Ultraschallsensor hatte ich auch schon mal gedacht, aber das halte ich für die kleine Höhenänderung, die ich halt messen möchte, halte ich das für, ich sag mal, überkandidelt. Aber man hat hier die Möglichkeit, weitere Vorschläge zu zeigen. Aber man kann hier mal noch schauen, was er sonst noch hat. Eines Drucksensors. Das ist eine Sache, die ich auch schon bestellt habe. Ein Drucksensor, um das zu testen. Die kommen, das wird so 2 Wochen brauchen. Dann habe ich die Drucksensoren. Damit kann ich das dann, was ich machen möchte, auch austesten. Und das ist aber halt eine sehr geringe Höhenänderung. Aber es wird halt der Druck gemessen. Vielleicht gar nicht schlecht, muss ich abwarten. Die sind auch relativ kostengünstig, schreibt er hier, da hat er völlig recht. Lasersensor, ja, das ist eher, denke ich mal, nicht geeignet für meinen Fall. So, jetzt kann man hier aber weitere Vorschläge und kann den Vorschlag 2 nehmen. Eines Potentiometers. Okay, ist eine Möglichkeit. Das heißt, es wird ein Potentiometer bewegt und dadurch wird dann die Spannung verändert und das kann ich messen mit meinem kleinen Arduino. Und dann hat er hier aber noch ein LDR, das ist ein lichtempfindlicher Widerstand, da habe ich auch dran gedacht, bin da aber nicht so ganz klar, wie man das am besten macht, dass eben der lichtempfindliche Widerstand dann wirklich eine Rampe erzeugt. Das heißt, man müsste wahrscheinlich so eine Art Keil dann vor dem Widerstand herziehen, der halt von ganz und dann damit eben eine kontinuierliche Helligkeitsänderung durch Höhenänderung erzeugen. Habe ich dran gedacht, mache ich vielleicht auch noch. LDRs habe ich da. Und dann gibt es aber, ich hoffe mal, hier dann nochmal Drucksensor. Aber ich gucke mal, ich lasse die mal neu generieren, die Vorschläge. Weil der hat viele Vorschläge. Und ich habe mich für einen entschieden, den er jetzt hier nicht anzeigt. So, gucken wir uns das mal an. Drucksensor.
So, leider zeigt er jetzt den Vorschlag, den er mir das letzte Mal als erstes angezeigt hat, nicht an. Das heißt, ich kann jetzt hier das bearbeiten und mit welchen, schreiben wir jetzt mal rein, mit welchen Hallsensoren kann ich günstig eine kleine Höhenänderung messen, weil das ist eine Sache, die ich auch jetzt schon bestellt habe und ausprobieren möchte. Und dann schauen wir uns das mal an. Lineare Hallsensoren, die sind ziemlich günstig. Hallsensoren messen das Magnetfeld und die Spannung, die diese Hallsensoren abgeben, ist proportional zur Stärke des Magnetfeldes. Sie basieren auf dem sogenannten Hall-Effekt, den wahrscheinlich ein Herr mit dem Namen Hall mal entdeckt hat. Und es wird dann ein Magnet auf den Hallsensor zubewegt und je näher der an dem Hallsensor ist, desto höher ist die Spannung dieses Hallgenerators. Dann mit Hall-EC und da steht hier in der Regel kleiner und kostengünstiger. Das mag sein, aber vor allen Dingen sind die wahrscheinlich auch für den Heimgebrauch schwer zu bekommen und zu löten. Und Hallmatrix, das brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Und dann zeigt er hier ein paar verschiedene Hallsensoren an. Und dann habe ich gedacht, okay, super. Und dann gibt es natürlich noch weitere Projekte, die man sich so überlegt hat, was möchte ich machen. Das, was ich hier mache, das hat was mit MIDI zu tun, also mit der Musikschnittstelle MIDI. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich ein MIDI-Interface mit so einem 5-poligen DIN-Stecker mache, was brauche ich denn dafür, um das mit einem Arduino zu betreiben? Und dann kann man hier fragen, welche Bauteile. Man muss nicht unbedingt die Groß-Kleinbuchschreibung beachten, aber ich mache es jetzt mal trotzdem. Welche Bauteile benötige ich, um einen Arduino mit einer 5-poligen MIDI-Schnittstelle zu versehen? Und dann antwortet Bart. Also wir brauchen ein Arduino-Board, ein MIDI-Schild oder Modul. Und das muss man natürlich nicht so machen, sondern man kann dieses Schild natürlich auch selber bauen. Für den Uno, genau den habe ich auch. Und dann kann man das jetzt noch erweitern. Zum Beispiel ich möchte selber löten. Mal gucken, was er daraus macht. Ich will kein Schild benutzen. Ja, da hat er jetzt einfach nur einen Arduino mit einer MIDI-Stelle zu bestücken. Versehen. Schreiben wir versehen. So haben wir es alles richtig geschrieben. Ja, sieht gut aus. Gucken, ob da jetzt was anderes rauskommt.
Das MIDI-Schild oder MIDI Breakout Board wird an die serielle Schnittstelle des Arduino. Es hält die notwendigen Schaltungen. Fertiges MIDI-Interface kaufen. Ja, es ist hier wirklich nicht sonderlich aussagekräftig. Man braucht bei einem MIDI-Interface einen sogenannten Optokoppler. Und da werde ich jetzt Bart drauf anfragen, damit er mir das sagt, wie das funktioniert. Wird ein Optokoppler für ein Arduino MIDI-Interface benötigt. Ja, ein Optokoppler ist ein Bauteil, das zwei elektrische Schaltkreise voneinander isoliert. So. Der Optokoppler wird zwischen dem MIDI-Signal und dem Arduino-Pin geschaltet. Ein beliebter Typ Optokoppler ist der 6N138. Okay, da ist wichtig, man braucht nur einen Optokoppler und zwar nur für den Eingang, also das, was in den Arduino reingeht. Das, was man sendet, da ist der Optokoppler nämlich im Gerät, was empfängt. Fragen wir mal nach. Braucht ein MIDI-Out einen Optokoppler beim Arduino? Genau, der schreibt das. Nein, ein MIDI-Out benötigt keinen Optokoppler. MIDI-Out-Signale haben eine niedrige Spannung, 0 bis 5 Volt. Und da sieht man, dass MIDI-In-Signale müssen mit dem Optokoppler versehen werden. Also da spart man sich eine Menge Nachfragen in irgendwelchen Elektronik vor, weil man kriegt fast alles hier und man muss ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und mir gefällt das also wirklich gut. Natürlich kann man nicht nur solche Fragen an Bart stellen, man kann zum Beispiel auch fragen, kann eine KI beleidigt werden? Fragezeichen. Gucken, was er dazu sagt. Kurz gesagt, nein. Lange Antwort. Eine KI ist ein komplexes mathematisches Modell, das mit einem riesigen Datensatz an Text und Code trainiert wurde. Es ist in der Lage, Text zu generieren, Sprachen zu übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten zu schreiben und Fragen auf informative Weise zu beantworten. Eine KI hat nicht die Fähigkeit, Emotionen wie Wut, Traurigkeit oder Freude zu empfinden. Sie kann nicht beleidigt werden. So, eine andere Frage, wo ich das so gefragt habe, da wurde gesagt, dass eine KI durchaus auch bei beleidigenden Inhalten die Antwort verweigern kann oder eben komplett die Kommunikation abbrechen kann. Das ist aber, hat nichts mit beleidigt zu tun und mit Emotionen, sondern einfach ist eine Sicherheitsfunktion, die der Betreiber der KI reinbaut, um eben sowas zu vermeiden. Dann als Beispiel kann eine KI intelligenter werden als der Mensch. So, da haben wir ein falsches Wort. Das müssen wir korrigieren. Ein D da rein.
So, es gibt keine einfache Antwort, da die Intelligenz ein komplexes Konzept ist, das sich schwer definieren lässt. Einige Experten glauben, dass KI irgendwann in der Lage sein könnte, intelligenter zu werden als der Mensch. Sie sollen schneller lernen und adaptieren als Menschen und da sie nicht durch dieselben physischen und emotionalen Einschränkungen wie der Mensch halt eingeschränkt sind. Andere Experten glauben, dass das nie passieren wird, weil eben, das ist die Definition von Intelligenz. Intelligenz ist auch eine sprachliche Sache. Das steht jetzt nicht hier, das weiß ich. Und zwar in den englischsprachigen Nationen wird Intelligenz anders wahrgenommen als zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland ist Intelligenz etwas, was wirklich mit dem Menschen zu tun hat. Also es wird eigentlich immer auf ein Lebewesen angewendet. In englischsprachigen Nationen wird Intelligenz auch auf Unternehmen oder Systeme angewendet. Also zum Beispiel nennt man ja auch den Geheimdienst dort Central Intelligence, und die Intelligenz ist in dem Fall eben das Unternehmen, nicht die einzelnen Menschen. Und dass aber der Central Intelligence keine, kein Lebewesen ist, ist das für uns schwer zu verstehen. Deswegen ist auch intelligenter als der Mensch gar nicht so einfach zu beantworten. Ich selbst glaube das nicht, dass KIs in der nächsten Zeit intelligenter werden können als der Mensch. Jedenfalls nicht in meiner restlichen Lebensspanne, und wahrscheinlich auch viele Jahre danach wird es nicht passieren. Man kann das hier jetzt noch, man kann noch weitere Fragen zu KI stellen und bekommt auch recht gute Antworten. Wie funktioniert die KI von Bart? Gucken, was er dazu hat. So, Bart ist ein großes Sprachmodell, auch als Konversations-KI oder Chatbot. Und riesigen Mengen an Textdaten sind trainiert worden, und Bart kann eben aus diesen Texten etwas zusammenbauen und damit kommunizieren und Sachen generieren, kann Sprachen übersetzen, verschiedene Arten von kreativen Inhalten schreiben und eben informativ antworten. Das haben wir jetzt schon gesehen. So. Und es ist hier auch nochmal aufgeführt, dass es in der Entwicklung ist. Das muss man auch bestätigen, wenn man mit Bart kommuniziert, dass es klar ist, dass Bart nicht unbedingt immer die richtige Antwort gibt und dass es auch anzügliche Antworten geben kann. Bisher ist mir sowas aber noch nicht untergekommen. Also, wenn euch eine solche KI auch Spaß macht und ihr wollt nicht mit ChatGPT Vorlieb nehmen, Bart ist meiner Meinung nach ähnlich leistungsfähig wie ChatGPT, aber meiner Meinung nach deutlich einfacher zu starten und zu bedienen, und Google ist auch nicht ganz so hält nicht ganz so mit den Daten, die gelernt werden, hinterm Ofen, wie das ChatGPT macht. Okay, das war's auch schon zu Bart. Wenn euch Videos wie dieses hier gefallen, so lasst doch gern ein Abonnement da, ein Klick auf die Glocke.
Ihr werdet über neue Videos informiert und damit danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.